SimLab bringt mit dem GT1 Pro Cockpit ein neues Modell mit Detaillösungen an den Start, welches von den bisherigen SimLab-Modellen abweicht. In diesem Review beleuchten wir alle Details von A wie Aufbau bis Z zur Ziellinie. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. SimLab hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Das SimLab GT1 Pro Cockpit kann in den nächsten Monaten direkt in meinem SimRacing Testcenter von euch unter die Lupe genommen werden. Buchen und besuchen heißt die Devise. Das Kontaktformular findet ihr auf meiner Homepage unterhalb dieses Videos. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters. Doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1, das Unternehmen. SimLab kennt ihr seit langem aus meinem Kanal. Wir hatten unzählige Reviews rund um die SimLab Rigs und des Weiteren gab es Content in Sachen RaceX, eine Marke, die ebenso zu SimLab gehört, bis hin zum kürzlich reviewten SimLab Push-Pull-Shifter oder der SimLab Handbrake sowie diversen Dashboards. SimLab Lenkräder gibt es über Grid Engineering. Das MPX-Wheel habe ich euch ebenso erst vor kurzem vorgestellt. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 2, die Preise und das Zubehör. Das SimLab GT1 Pro Cockpit ist Stand heute, das ist August-September 2023 zum Preis von 589 € inklusive Steuer bei SimLab gelistet. Beim Kaufvorgang könnt ihr dann entscheiden, ob ihr einen integrierten Single- bzw. Triple-Monitor-Mount für eure Monitore und einen Rennsitz ordern wollt. In diesem Review zeige ich euch den optional erhältlichen SimLab Speed 1 Blue Rennsitz samt Sitzslider und Sitzbrackets. In Sachen weiterem optionalen Zubehör klickt euch am besten durch die SimLab Homepage, da ist einiges mit bei und entnehmt dann die Einzelpreise. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 3, die Vorbereitungen für den Zusammenbau. Du benötigst keine speziellen Handwerkskenntnisse, um dieses System zusammenbauen zu können. Rechne mit einer Aufbauzeit von etwa 2 Stunden, vielleicht 3 Stunden, wenn du es gemütlich angehen lässt und abhängig davon, welche Peripherie du dann ans Rig bringen möchtest. Auf der SimLab Homepage ist ein PDF-Dokument mit den Aufbauschritten bereit zum Download. Sämtliches Montagematerial, die Schrauben, die Nuttensteine, die Beilagscheiben, die Muttern und so weiter sind sauber beigepackt und eingetütet. Vor dem Zusammenbau empfehle ich immer, alle Teile komplett auszupacken, auf Vollständigkeit zu überprüfen und diese am Boden so aufzulegen, wie die dann ungefähr zusammengesetzt werden müssen, und das verschafft dir dann immer so einen Überblick und du bist dann gut orientiert, bevor du mit den ersten Zusammenbauschritten loslegst. Kapitel Nummer 4, gehen wir zum Zusammenbau. Ich hänge euch die wichtigsten Schritte live mit rein und gebe ein paar Infos mit. Viel Spaß damit. In Sachen Zusammenbau beginne ich immer mit dem Grundrahmen, sprich der Grundrahmen, diese 80x40er Profile, hier zusammengebaut und entsprechend der Bedienungsanleitung bzw. dieses Downloads auf der Homepage Schritt für Schritt folgen. Das ist selbsterklärend bei so einem relativ einfach zusammenzubauenden Rig. Da kann im Prinzip nichts schief gehen. Sprich, Grundrahmen montieren, nächster Schritt die Sitzaufnahme montiert, und hier rate ich immer, bei den meisten Rig-Herstellern, so auch bei SimLab, gibt es die Option, hier entweder in ein Dropdown-Menü oder unterhalb optional beim Zubehör Sitzbrackets und die Sitzslider mit zu bestellen. Da seid ihr wesentlich ergonomischer unterwegs, wenn ihr in so einem Cockpit Platz nehmt, beziehungsweise wenn auch andere Personen dieses Ding nutzen, kommt ihr um den Sitzslider nicht herum. Sitzslider, das ist dieses Ding, was ihr hier direkt mit dem Rig verschraubt. Sitzslider bzw. Sitzschienen genannt, und darauf werden dann die Sitzbrackets oder auch Sitzkonsolen, seitliche Brackets montiert. Das heißt, hier der Sitzslider und die Sitzkonsole miteinander verschraubt und diese wiederum dann mit dem Sitz verbunden. Ihr habt hier ein übliches Abstandmaß bei diesem Sitz, ungefähr eine lichte Weite, einen Abstand von etwa 415 mm, um dann entsprechend den Sitz verschrauben zu können. Bei den XXL-Modellen der Sitze, da geht das auf 435 um die 450 rauf. Hier wie gesagt so ein
normaler genormter Sitz, 415 Breite, dann passt dies wunderbar. Messt euch dies immer vorher raus. Wenn dann der Sitz montiert ist, dann kommt die andere Peripherie dazu. Sprich für mich, ich montiere mir immer dann eine Wheelbase, setze ein Lenker drauf und entsprechend die Pedale. Um den Sitzabstand hier auszuloten, wie bin ich ergonomisch unterwegs, stelle meinen Sitzleiter auf die mittlere Position, das heißt zwischen Max hinten, Max vorne, mittig rein, und zu dieser Position setze ich dann ergonomisch für mich am besten meine Wheelbase mit Lenkrad plus die Pedale. Das hat dann den Vorteil, ich kann dann, wenn ich etwas kürzere Lenkradmodelle, etwas andere Pedale montiere, immer noch über den Sitzleiter habe ich einen Spielraum nach vorne und nach hinten, um perfekt ergonomisch unterwegs sein zu können. Ist dann diese Peripherie montiert, alles ausgelotet, dann der nächste Schritt, meine seitliche Peripherie noch montiert hier mit Handbrake und Shifter, und das soll es an dieser Stelle dann gewesen sein. Ich habe jetzt für euch im Testcenter aufgebaut ein Triple Monitor Setup auf einem separaten Triple Monitor Stand, entkoppelt vom Rig. Das hat nichts miteinander zu tun. SimLab bietet auch, wie bereits erwähnt, einen integrierten Monitorhalter für Single- oder auch Triple-Monitore an. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, das sind die technischen Details und die Abmessungen. Der Grundrahmen benötigt mindestens 1350 mm in der Länge, mit nach hinten überstehenden Sitz gegebenenfalls etwas mehr. Mit meinen seitlichen Armbauten bin ich bei etwa 700 mm Breite gelandet. Die Höhe inklusive Sitz beträgt vom Boden nach oben gemessen etwa 1 Meter. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, die Kompatibilität von Wheelbase, Pedalen, Sitz und Monitor. In Sachen Kompatibilität kommt das SimLab GT1 Pro mit einem durchgehenden Bracket, welches für die Montage deiner Wheelbase vorgesehen ist. Montierst du Direct Drive Wheelbases mit dem von Simucube bekannten Front Mount, dann liegen 2 Brackets bei. Bei den Pedalen gibt es keine Einschränkungen, da unzählige Langlochoptionen in der Pedalplatte vorhanden sind. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 7, das ist die Materialauswahl und die Verarbeitung. Die Ware ist ordentlich verpackt und wurde entfettet und ohne Spänereste ins Haus geliefert. Alle Bauteile wurden sauber und passgenau verarbeitet. Alle Lochbilder und Zuschnitte passen exakt zueinander. Die Eloxierung ist fehlerfrei ausgeführt. Und zusammengefasst handelt es sich um eine massive Konstruktion aus Aluminiumprofilen, Grundrahmen 80 x 40 mm und Metallplatten, Flanschplatten, die ohne den Einsatz von Kunststoff daherkommt. Weiter geht es mit einem subjektiven Kapitel, Kapitel Nummer 8, die Optik. SimLab bietet mit dem SimLab GT1 Pro Cockpit ein kompaktes Rig, welches mittels Durchgangslöcher sämtliche Aluprofilwinkel obsolet macht, auch in der Sitzaufnahme. Die Verschraubung über die Bohrungen und Flanschplatten bringen einen sehr aufgeräumten Look mit sich, welcher den DIY-Look von üblichen Aluminiumprofillösungen samt Winkelbrackets in den Hintergrund rückt. Der durchgehend schwarz gehaltene Auftritt wirkt sportlich understatement-like. Die angeschrägten Profile bringen einen etwas moderneren Look bzw. frischen Look ans Rig. Mittels SimLab-Stickers kann das Rig dann gebrandet werden. Ich habe dies seitlich und hier bei den Sitzkonsolen gemacht. Und der in blau gehaltene SimLab-Rennsitz bringt das Farbschema des Unternehmens auffällig und sportlich ans SimLab GT1 Pro Cockpit. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, die Einstellungsmöglichkeiten. Auch dieses Kapitel sehen wir uns am besten wieder live und direkt am Rig an. Lasst uns über die Einstellungsmöglichkeiten jetzt live am Rig direkt sprechen. Einstellungsmöglichkeiten, wie bereits erwähnt, über den Sitzleiter Sitz nach vorne, Sitz zurück. Weitere Einstellungsmöglichkeiten, die wären bei den Pedalen. Auch hier gibt es Pedalslider, die ihr montieren könnt, um hier komfortabel die Pedale nach vorne oder nach hinten ziehen zu können. Im Speziellen dann von Vorteil, wenn ihr jetzt eine größere Person seid und euer Nachwuchs unterwegs sein will am Rig und nicht jedes Mal rumschrauben wollt, dann eignet sich klarerweise auch ein Pedalslider. Kommen wir zu den Einstellungsmöglichkeiten jetzt. Bleiben wir gleich bei den Pedalen. Was habt ihr hier geboten? Bei den Pedalen, das könnt ihr hier gut erkennen. Ihr seht so seitliche Brackets, sehr hohe Brackets, die euch erlauben, diese komplette Pedalkonstruktion
hier entsprechend in der Höhe, in den Etagen, keine Ahnung, 10 Etagen nach oben oder nach unten zu setzen. Gleichzeitig ist diese Pedalkonstruktion, das könnt ihr hier gut sehen, direkt mit dem Rig bzw. mit der seitlichen Aufnahme für die Wheelbase verschraubt. Auch hier könnt ihr über die entsprechenden Nutensteine nach vorne, nach hinten sliden oder andere Möglichkeit klarerweise diese auch anzustellen. Das heißt, hier etwas tiefer zu fahren, hier etwas höher zu fahren. Das ist dann für euch wichtig, wenn ihr jetzt nicht neutrale Pedale montiert. Die Cube Controls SP01 sind neutrale Pedale in der Ausgangsposition, Pedalhalteplatte und Pedalplatte 90 Grad. Das ist der optimale Fall beim Simracing. Wenn ihr jetzt Pedale montiert, die von Haus aus etwas zurückgeneigt sind, um euren Fuß nicht jedes Mal überstrecken zu müssen beim Gasgeben und beim Bremsen, müsst ihr mit der Pedalhalteplatte entsprechend eine Neigung an den Start bringen, um wiederum eine neutrale Position am Start zu haben. Und dies gelingt dann, wenn ihr entsprechend hier etwas tiefer, hier etwas höher fährt. Tiefer, höher entscheidet auch die ergonomische Sitzposition in Sachen GT oder Formula. GT die Pedale etwas tiefer gesetzt, Formula-Position etwas weiter nach oben, dass ihr so eine liegende Position in eurem Rig simulieren könnt. Jetzt komme ich hier nochmal etwas hervor aus diesem Eck. Welche Einstellungsmöglichkeiten habt ihr noch? Kommen wir zu unserer Wheelbase. Das ist hier sehr einfach, sehr klassisch gelöst. Ich gebe euch mal die Kamera hier mit etwas Licht. Ich hoffe, ich kriege das hier ins Bild rein. Ihr habt Langlöcher bei der Wheelbase-Aufnahmeplatte. Das ist so ein durchgehendes Konstrukt mit 3 Schrauben und entsprechend könnt ihr über diese Langlöcher dann sliden bzw. auch den Anstellwinkel verstellen. Anstellwinkel, für was ist dies notwendig? Wenn ihr jetzt eine Wheelbase habt, so beispielsweise wie hier eine Fanatec Podium DD1, die bringt keinen Anstellwinkel zum Lenkrad out of box mit. Und um ergonomisch unterwegs sein zu können, empfehle ich dringend hier nicht mit 90 Grad gerade an eure Arme zu gehen, sondern entsprechend einen Winkel von um die 10, 15 Grad hier einzustellen. Kein Problem. In Sachen Höhenverstellung klarerweise ein Aluprofil-Konstrukt. Hier sliden über die entsprechenden Nutensteine rauf, runter, wie euch dies gefällt. Ich stelle meine Lenkräder immer so ein, dass aus der Wheelbase-Achse heraus dies Richtung Kinn, etwas unterhalb des Kinns, zu mir zeigt. Das ist so eine für mich optimale Position. Etwas entspannt, nicht zu sportlich und dann bin ich wunderbar unterwegs mit einem Armwinkel von um die 100, 110 Grad in etwa in der Ausgangsposition. So viel zur Einstellung zur Wheelbase und dann haben wir hier noch auf der rechten Seite Handbrake und Shifter. Auch da könnt ihr erkennen, sliden nach oben, nach unten, je nach euren Bedürfnissen. Und ich positioniere immer meinen sequentiellen Shifter in der Achse des Lenkrads. Das heißt, hier gleich zu erreichen, direkt daneben, um wenig Zeit beispielsweise beim Rallye zu verschwenden, weil ich dies hier gleich neben meiner Griffposition am Lenkrad habe und dann etwas nach hinten versetzt, diese SimLab Handbrake hier am Rig montiert, etwas gedreht mit einem ergonomischen Anstellwinkel, um gut erreichbar zu sein. Und das war es im Großen und Ganzen. Klarerweise die Möglichkeiten, die du noch hast, ist diese komplette Sidebar bzw. diese Aufnahme wiederum hier über die Nutensteine nach vorne, nach hinten zu sliden, ganz wie es euch gefällt. Das heißt, hier werdet ihr ergonomisch in Sachen Einstellungsmöglichkeiten absolut keine Einschränkungen haben. Kommen wir noch kurz zum Sitz. Ich habe so eine etwas zurückgeneigte Sitzposition, das könnt ihr hier gut erkennen. Das heißt, hier vom Lochbild in der tiefsten Position rückseitig und hier vorderseitig, da gehe ich in die zweithöchste Position, um so zurückgesitzt im Sitz GT-ähnlich unterwegs sein zu können. Ein letztes Einstellungsmerkmal, eine Möglichkeit, die ich euch noch zeige, ist klarerweise bei den Pedalen. Ihr habt hier unzählige Langlöcher in die Pedalplatte eingebracht, Lochbilder und könnt hier mit jedem Pedalset klarerweise an dieses SimLab GT1 Pro gehen. Ein Vorteil, den diese durchgehende Aufnahme für eure Pedale bringt, ist, bei den Cube Controls SP01 gibt es Stand heute noch keine Pedalaufnahme, Pedalplatte out of box direkt vom Hersteller. Dann seid ihr hier absolut nicht limitiert, da wiederum hier eure Füße wunderbar auflegen können und ihr euer Pedalset je nach Belieben dann montieren könnt.
Zurück von den Einstellungsmöglichkeiten, weiter geht mit unserem Hauptkapitel Nummer 10, der Rennstreckentest. Auch darüber sprechen wir am besten wieder live und direkt auf der Strecke. Bis gleich. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit dem SimLab GT1 Pro. Welche andere Peripherie haben wir noch am Start? Fanatec Podium DD1, das Porsche 911 GT3 mit APM ausgestattet. Hier ein Dashboard von Usher Racing. Der Vollständigkeit halber eine Thrustmaster TSS, sequentielle Shifter bzw. Umbaumöglichkeit auf Handbrake, dann den SimLab. Dann die SimLab Handbrake, die ich euch auch vor kurzem erst reviewed habe. Ja, zum restlichen Setup, ein Triple Screen Setup haben wir bei diesem Rig hier im Testcenter am Start. 3 Stück 32 Zoll Monitore, 240 Hertz AOC. Und die Pedale sind heute von Cube Controls SP01, ein 2-Weg High-End Pedalset am Start. Auch davon gibt es bereits ein Review in meinem Kanal. Ich sitze in dem SimLab Speed 1 Blue Sitz. Auch dazu habe ich vor längerer Zeit für euch mal ein Review gemacht. Blättert in meinem Kanal etwas zurück, klickt auf Videos und holt dieses Review bei Bedarf nach. Was gibt es auf den ersten Metern hier jetzt vom SimLab GT1 Pro zu berichten? Ihr habt ein sehr kompaktes Rig, so würde ich dies jetzt bezeichnen. Und gleich zum Punkt, ein Hauptpunkt, den ihr bei Profil-Rigs natürlich dann in Anspruch nehmen werdet, ist die vollständige Ergonomie, Anpassungsmöglichkeit. Darüber haben wir öfter in meinem Kanal gesprochen. Das heißt, deine Sitzposition über Seatslider und deine Verstellmöglichkeiten über die Aluprofile, wo du die Sidebars, die ganzen Höhen und alles weitere optimal an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Das sind natürlich klarerweise ergonomische Pluspunkte, die so ein Aluprofil-Rig wie auch dieses hier eben sammelt. In Sachen Ergonomie hat SimLab in meinen Augen einen weiteren Step gemacht. Du kannst jetzt hier entscheiden, ob du jetzt in der gemütlichen Position deine Beine bzw. Füße etwas tiefer gesetzt oder eher hochgelagert hast in Richtung Formula-Position. Über diese seitlichen Brackets der Pedalaufnahme ist dies einwandfrei möglich und mit 2 Schrauben in Kürze verstellbar und auch hier über diese seitliche Konstruktion optimal zu sliden, nach vor, nach zurück. Und hier gibt es in Sachen Ergonomie absolut keine Einschränkungen diesbezüglich. Positiv zu bemerken natürlich auch out of box, hier im Lieferumfang mit bei, gleich die ganze Sidebar, nichts mit optionalem Zubehör, das du dann extra kaufen musst, wo du dann entsprechend Shifter, Handbrake und so montieren kannst. Das gleiche gilt dann natürlich auch, zu dem Punkt kommen wir dann auch beim Fazit mit diesen Möglichkeiten. Du hast eine Montage deiner ganzen Wheelbases eben von unten über das Lochbild oder optional beigepackte Frontmount Brackets für SimiCube und dieses entsprechende Miege 4 Kreislochbild bezüglich eben dem Frontmount. Auf der Rennstrecke, wenn du jetzt hier mit Settings unterwegs bist, und jetzt spannen wir wieder den Bogen zurück zum Racetrack. Wir sind heute mit Assetto Corsa Competizione unterwegs in Barcelona und ich habe jetzt hier eingestellt mittelkräftige Settings und ich drehe jetzt hier mal über den Force Feedback Multiplier das Spitzendrehmoment auf richtig kräftig hoch, beziehungsweise gehen wir gleich mal voll in den Anschlag, um jetzt über den Stabilitätstest sprechen zu können. Force Feedback Multiplier 1,0. Im Fanatec Treiber volles Drehmoment, das Peak von 20 Newtonmeter zugelassen und dass dies zutrifft, das sehe ich hier jetzt in meinem Force Feedback Peak Meter, der jetzt immer wieder mal kurz rot aufblitzt. Bitte macht dies nicht zu Hause nach, solche Hardcore-Versuche, 20 Newtonmeter Drehmoment, da kannst du dir deine Handgelenke zehren und dich verletzen. Bitte lass solche Spielereien am besten mir über und dies mache ich auch nur hier für den Stabilitätstest. Das SimLab GT1 Pro hält diesen Kräftebereich wunderbar stand. Ihr seht hier, ich gucke jetzt hier mal seitlich über die Wheelbase-Aufnahme hier bei so einem simulierten Slalom. Hier habt ihr eine leichte Bewegung, ein leichtes Movement in dieser ganzen Aufnahme, aber diese im sehr moderaten Bereich, wenn du jetzt mit diesen Hardcore-Settings so einen Slalom provozierst. Das heißt, hier bist du in meinen Augen absolut safe für realistische Settings. In Sachen Stabilität und Pedalaufnahme, auch hier bist du, wenn ich jetzt hier voll in meine SP01 Pedale reinspringe, du hast einen minimalen Flex der Pedalplatte, die durchgehend und sehr groß ausgeführt ist.
Aber auch hier muss ich sagen, für diesen Preisbereich eines gehobenen Mittelklasse-Rigs performt hier das SimLab GT1 Pro einwandfrei. Hast du hier dann noch höhere Ansprüche im absoluten Zero-Flex-Enthusiastenbereich, ja, dann musst du eben zu Rigs wie zum P1X von Simrig oder zum X1 Pro, auch das habe ich für euch bereits reviewed, greifen und natürlich dann auch entsprechend mehr Geld in die Hand zu nehmen. So, bevor ich mich jetzt hier verletze, gehe ich jetzt mal wieder zurück auf kräftige Settings. Ihr wisst aus meinem Kanal, ich fahre gerne um die 12-15 Newtonmeter Drehmoment. Gehe mal hier auf 70% runter. Schau mal auf meinen Clipping-Meter. Ja, und hier sind wir jetzt im Bereich um die 12-15 Newtonmeter Peaks gelandet. Dann kann ich wieder entspannter mit euch sprechen. Das heißt, auch in Sachen Stabilität gibt es von meiner Seite absolut nichts zu beanstanden. Hier liefert das SimLab GT1 Pro, da muss ich jetzt fairerweise sagen, eigentlich genau das ab, was ich erwartet habe. Ein stabiles, kompaktes Rig in einem Preisbereich, der in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis in meinen Augen passt. Das, was ihr hier rattern hört, ist der mittlerweile veraltete Fanatec Quick Release 1, der eben ein Spiel aufweist und dann über die Curbs und bei kräftigen und rauen Settings hier entsprechende Rattergeräusche wiedergibt. Aber jetzt zurück zum SimLab GT1 Pro, denn um dies soll es heute gehen. Über die Sitzposition, über die Ergonomie haben wir gesprochen. Wie fühle ich mich jetzt nochmal in diesem Speed 1 Sitz? Ihr könnt mich mit einer Körpergröße von knapp 1,90 Meter und einem Körpergewicht von um die 90 Kilogramm jetzt beziffern, einschätzen bzw. mit euch vergleichen, und da findest du in diesem Speed 1 Sitz bequem Platz. Du spürst seitlich die Wangen, auch hier im Gesäß, im Schenkelbereich. Im Rückenbereich spürst du auch eine seitliche Aufnahme, aber ohne dich bzw. mich jetzt hier in diesen Sitz rein zu quetschen. Das heißt, ich habe ein dezent sportliches Simracing-Schalensitzgefühl, so würde ich dies jetzt bezeichnen, ohne dass dies mich jetzt zu sehr hier in dem Sitz einkalt, beengt und ein extremes Schwitzen dann vor allen Dingen im Sommer verursacht. In Sachen Körpergewicht dann über 100 Kilo und darüber hinaus gucke dich nach entsprechenden XL-Sitzmodellen um. Da wird dies eventuell hier zu eng, aber ich gebe dieses Modell jetzt hier mit einer Körpergröße von 1,90 und einem Körpergewicht von rund um die 90 Kilogramm auf jeden Fall frei. Ja, jetzt zu den Testrunden. Was gibt es noch zu sagen? Über die ganzen Verstellmöglichkeiten haben wir sehr ausführlich gesprochen. Auch hier gibt es nichts Spannendes zu berichten. Mir gefallen die neuen Detaillösungen sehr gut. Auch im Kapitel Optik eben angesprochen, die etwas schräge Bauweise. Das bringt etwas frischen Wind jetzt in diese üblichen 90 Grad zusammengesetzten Aluminiumprofile. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Ich habe hier so eine mittelhohe Position jetzt der Pedalhalteplatte gewählt, noch nicht Richtung Formula hochgezogen, aber auch nicht zu tief in Richtung Truck Simulator oder dergleichen, so eine mittelmäßige GT-Position, mit der ich mich sehr wohl fühle, und auch meine Kunden, die bis jetzt wieder im Simracing Testcenter unterwegs waren, hier mit dem brandneuen SimLab GT1 Pro Rig, die haben mir rückgemeldet, ach, das fühlt sich sehr komfortabel an, ist eine gute, dezente, sportliche Sitzposition, um hier diverse Genres abzubilden. Gehen wir jetzt noch mal kurz in Sachen Stabilität auf die Sidebar bzw. auf die seitliche Aufnahme ein, und auch hier gibt es absolut nichts Spannendes zu berichten, denn das Ding ist eben bockstabil. Das ist, wenn du jetzt so eine Sidebar einziehst und wie oft in meinen Reviews erwähnt, diese nach unten hin abstützt, dann hast du eben keinen Flex, wenn du hier voll an der Handbrake ziehst oder hier den sequentiellen Shifter voll reinknallst. Genauso muss eine stabile Shift- und Handbrake-Aufnahme aussehen. Das mit diesen einzelnen Streben, die dann frei schwebend hier zu dir zurückkommen, das funktioniert einfach nicht. Du brauchst eine fixe, stabile Abstützung nach unten, die mit dem Grundrahmen eines Rigs verbunden ist. Anders lässt sich dies in meinen Augen bzw. mit meinen ganzen Erfahrungen unzähliger Rigs nicht bewerkstelligen. Auch hier hat SimLab in meinen Augen sehr gut abgeliefert. Für die VR-User von euch oder für mich, ich bin üblicherweise auch mit VR unterwegs, ihr werdet mit diesen seitlichen Ohren dieses Sitzes, auch das gilt zu sagen, keine Probleme haben, wenn du dich seitlich etwas umguckst. Das bietet noch genügend Spielraum, da diese Ohren nicht zu weit nach vorne gezogen sind. Ja, ich bin jetzt mit dem Setup mit einem Triple Monitor Stand noch unterwegs von einem Mitbewerber, den integrierten Monitorstand von SimLab. Da habe ich jetzt nur den Single Monitor
den integrierten von SimLab im Haus. Der ist noch hier in der Verpackung, da ich euch dieses Video jetzt hier mit dem Triple Monitor Setup aufnehmen wollte und auch die meisten Kunden bei mir im Testcenter von euch jetzt auch Triple Moni Setup klarerweise testen wollen. Okay, drehen wir jetzt diese Runde in Catalunya fertig. Auf den Punkt gebracht, das fassen wir dann in Kürze wieder zusammen. Für mich ein tolles Rennstreckenerlebnis, eine hohe Stabilität, Platz für jegliche Peripherie, die du hier anbringen willst, in Sachen Keyboardhalter bzw. Tastaturauflage. Da musst du dir etwas einfallen lassen, hier hast du out of box nichts dabei. Oder im entsprechenden optionalen Zubehör auf der SimLab Homepage hier durchscrollen. Auch da wirst du Lösungen diesbezüglich finden. Runde fertig drehen, das soll es mit dem Rennstreckentest gewesen sein. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 11, negativ. Kunden in meinem Testcenter, gerade mit Knie- oder Rückenbeschwerden, würden sich über eine höhere Position eines Rigs in den eigenen vier Wänden freuen. Hierfür müssten optionale und höhenverstellbare Füße für das SimLab GT1 Pro angeschafft werden, um diesem Umstand gerecht zu werden. Der zweite negative Aspekt ist das fehlende Kabelmanagement. In diesem Punkt würde ich mich freuen, wenn Kabelclips im Lieferumfang beigepackt oder zumindest optional erhältlich wären. Aber das ist ein Punkt, der bei fast allen Mitbewerbern immer irgendwie ein Problem zu sein scheint. Kapitel Nummer 12, neutrale Aspekte. Die Stabilität des kompletten SimLab GT1 Pro Cockpits beurteile ich in dieser Klasse als ordentlich und hinsichtlich des Preises angemessen und somit neutral. Gleiches gilt für die Optik, die selbstverständlich den subjektiven Aspekten zuzuordnen ist. SimLab bringt etwas Schwung in die gewohnten 90 Grad Aluprofil-Verbindungslösungen und mit dem dazu passenden Sitz hinterlässt das SimLab GT1 Pro Cockpit einen in meinen Augen ansprechenden Look. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 13 und sprechen wir über die positiven Aspekte. Die Verarbeitung und Materialauswahl sind auf einem sehr hohen, sehr guten Level. Die Flexibilität und Ergonomie sind Vorteile, die eben ein Aluprofil-Rig mit sich bringt. Mit der Neukonstruktion der Pedalaufnahme lassen sich auch formulaähnliche Sitzpositionen simulieren, wo du die Füße, die Beine etwas höher bringst. Diverse optionale Anbauten lassen sich einfach ans Rig bringen. Flanschplatten und die weitere Peripherie, die wurde großzügig dick genug dimensioniert und bringen das auf die Strecke, was man sich von dieser Bauweise eben auch erwarten kann oder sollte. All dies resultiert dann in einem guten Rennstreckenerlebnis. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Grundausstattung. Shifter bzw. Handbrake-Halter ist im Lieferumfang dabei, genauso wie die Front-Mount Brackets für SimiCube und Co. Was bedeutet dies für euch? Somit holt sich SimLab keine Kosten über die Hintertür herein und bekommt von meiner Seite eine wirklich positive Wertung in Sachen Preis, Leistungs-, Ausstattungsverhältnisse. Und letzter positiver Aspekt betrifft die Ausführung der Aluminiumprofile mit Durchgangslöchern für die Verschraubung. Zahlreiche und in meinen Augen eher unschöne Aluprofil-Winkelbrackets entfallen und bringen einen wesentlich schöneren Look weg vom gängigen DIY-Alu-Profil-Look an den Start. Kommen wir zu Kapitel Nummer 14, das Fazit und die Kaufempfehlung. Das SimLab GT1 Pro Cockpit
bringt einige Detaillösungen an den Start, die sich von den klassischen Aluminium-Profillösungen unterscheiden. Durchgangslöcher in den Profilen vermeiden den Einsatz zahlreicher Aluminium-Winkel-Brackets und bringen ein hohes Maß an Stabilität ans Rig. Weiters bringen die Durchgangslöcher Nutzerfreundlichkeit und einen aufgeräumten Look an dein Cockpit. Im Rennstreckentest schneidet das SimLab GT1 Pro gut ab. Ein nahezu spielfreier Betrieb der Wheelbase-Aufnahme, ein hohes Maß an Einstellungsmöglichkeiten und keine Kompromisse in Sachen Ergonomie sind weitere positive Aspekte. Gleiches gilt für die Pedalaufnahme, die auch ergonomisch gesehen zahlreiche Möglichkeiten ans Rig liefert. In Sachen Preis-Leistung gibt es von meiner Seite für das SimLab GT1 Pro Cockpit absolut einen Daumen nach oben. Shifter und Handbrake-Aufnahme sind im Komplettpaket dabei, genauso wie Front-Mount-Brackets für SimuCube und Co. Genauso mag ich das, wenn keine Aufpreise durch die optionale Hintertür aufgeschlagen werden bzw. werden müssen. Bei Bedarf in meinem SimRacing Testcenter buchen und besuchen, dann könnt ihr euer Fazit zum SimLab GT1 Pro selbst und live ziehen und mit meinen Ausführungen vergleichen. Vor dem spannenden Ausblick nehmt euch bitte kurz Zeit und lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr vom SimLab GT1 Pro Cockpit haltet. Und ich würde mich klarerweise immer über einen Like und ein Abo von euch freuen. Und nun kommen wir zu Kapitel Nummer 15, ein spannender Ausblick. Weiter geht's mit den Reviews rund um die Gamescom Berichterstattung und einige spannende neue Produkte sind im Zulauf. Von Moser Racing wird einiges kommen, von Camos gibt es was Neues und von Cube Controls ebenso. Vielen Dank mal wieder fürs Dabeisein und ich freue mich auf unser nächstes Review mit und für euch. Liebe Grüße von eurem Ron.